In diesem Video wollen wir den SAR-Indikator nutzen, um einen Trailing Stop für Sell-Positionen zu bauen. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Parabolic SAR-Indikator verwendet, um einen Trailing Stop für eine Verkaufsposition zu verwalten. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Bibliothek Trade MQA ein, die Funktionen für Handelsoperationen bereitstellt. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse CTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick beginnen wir mit der Berechnung des Bitpreises mit Hilfe der Funktion Symbol InfoDouble, die den aktuellen Bitpreis des Symbols abruft. Mit der Funktion NormalizeDouble formatieren wir den Bitpreis auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern. Als nächstes prüfen wir mit der Funktion PositionsTotal, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine Positionen gibt, eröffnen wir eine Verkaufsposition von 0,110 Lots, 10 Mikrolots zum aktuellen Bitpreis. Der Stop-Loss wird auf 150 Punkte unter dem Bitpreis gesetzt und es wird kein Take-Profit festgelegt. Anschließend erstellen wir ein Array mit dem Namen MySAR-Array, um die Parabolic SAR-Werte zu speichern. Die Funktion ISAR wird verwendet, um den Parabolic SAR-Indikator für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode mit einem Schrittwert von 0,02 und einem Maximalwert von 0,2 zu definieren. Die Funktion ArraySetASeries wird aufgerufen, um das Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Die Funktion CopyBuffer wird verwendet, um die Parabolic SAR-Werte in das Array MySAR-Array zu kopieren. Wir kopieren die Werte für die aktuelle Kerze und die beiden vorherigen Kerzen. Wir berechnen den Parabolic SAR-Wert für die letzte Kerze mit der Funktion NormalizeDouble und speichern ihn in der Variablen SAR-Value. Die Funktion CheckSAR-Cell-Trailing-Stop wird aufgerufen, um den Trailing Stop für die Verkaufsposition zu verwalten. Wir übergeben den Bitpreis und den SAR-Value als Parameter. Innerhalb der Funktion CheckSAR-Cell-Trailing-Stop durchlaufen wir mit der Funktion PositionsTotal eine Schleife durch alle offenen Positionen. Für jede Position rufen wir das Symbol mit der Funktion PositionGetSymbol ab. Wenn das Symbol mit dem aktuellen Symbol übereinstimmt, erhalten wir die Ticketnummer der Position mit der Funktion PositionGetInteger. Anschließend berechnen wir den aktuellen Stop-Loss mit der Funktion PositionGetDouble. Liegt der aktuelle Stop-Loss unter dem SAR-Wert oder ist kein Stop-Loss gesetzt, verschieben wir den Stop-Loss mit der Funktion PositionModify auf den SAR-Wert. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den Parabolic SAR-Indikator verwendet, um einen Trailing Stop für eine Verkaufsposition mit ein paar Zeilen MQL-Code zu verwalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, dass Ihr Trailing Stop funktioniert. Wenn das zu schnell für Sie war, finden Sie auf der Webseite den Premium-Kurs, falls der interessant für Sie ist. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.